Wieder mal Hallo zusammen. Heute wollen wir das Labornetzteil vom letzten Mal eine Stufe weiterentwickeln. Ich hatte ja versprochen, dass wir uns ansehen, wie wir die Ausgangsspannung von 0 Volt an aufwärts regeln können. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Sehen wir uns erstmal an, warum sich die Spannung normalerweise nicht bis auf 0 herunterregeln lässt. Für die Stabilisierung benötigt der Schaltkreis eine stabile Vergleichsspannung. Die beträgt etwa 1,25 Volt. Und diese Spannung liegt zwischen dem Ausgang, Anschluss 2, und dem Einstellanschluss, Anschluss 1. Die Spannung zwischen den beiden Anschlüssen über R1 wird stabil gehalten. Wenn wir das Potentiometer auf 0 drehen, dann liegt der Einstellanschluss auf Massepotential und am Ausgang liegt die Referenzspannung. Niedriger geht es nicht. Oder doch? Die Idee ist eigentlich simpel. Um den Ausgang auf 0 zu bekommen, müssen wir den Einstellanschluss auf minus 1,25 Volt bringen. Die Frage ist jetzt, wie? Wir brauchen eine negative Hilfsspannung. Zum Glück muss sie nur einen geringen Strom zur Verfügung stellen. Sie muss natürlich auch sehr stabil sein, denn sie hat Einfluss auf die Ausgangsspannung. Wir werden uns zwei Möglichkeiten ansehen, wie wir die erzeugen. Überlegen wir uns erstmal, was wir als Spannungsnormal nehmen. Eine äußerst stabile Variante wäre eine Bandgap-Referenz wie die LM385, weil sie fast perfekt temperaturkompensiert ist. Die Spannung beträgt aber nur 1,235 Volt. Wir würden nicht ganz auf 0 Volt kompensieren können. Es gibt zwar auch eine einstellbare Variante, aber die nötigen externen Widerstände würden die Stabilität wieder beeinflussen. Dann können wir auch gleich mit einer normalen Z-Diode arbeiten. Die benötigte Spannung greifen wir uns dann mit einem Spannungsteiler ab. Wie kommen wir denn nun an die Zusatzspannung? Beginnen wir mit der Premium-Variante. Wir brauchen dazu eine gesonderte Trafo-Wicklung. Früher, als ich mir solche Trafos noch selbst gewickelt habe, wäre das kein Problem gewesen, aber heute ist man ja froh, wenn man überhaupt noch einen normalen Trafo bekommt. Wer noch einen alten 6,3 Volt Heiztrafo für Röhren hat, kann den einsetzen. Aber das wird dann immer mehr Eisen im Netzteil. Wenn man einen Trafo in offener Bauform hat, wie ich, dann geht es auch anders. Zwischen der Wicklung und dem Eisenkern ist noch etwas Luft für eine zusätzliche Wicklung. Es ist zwar mühsam, die draufzubringen, aber so viele Windungen brauchen wir ja nicht. Ich will mit einer 5,1 Volt Z-Diode arbeiten. Für eine stabile Spannung sollte der Trafo etwa 7 Volt bringen. Mein Trafo ist auf einen M85A Eisenkern gewickelt. Auf meiner Homepage zu diesem Kanal können wir die benötigte Windungszahl direkt ablesen. Sekundär sind 5 Windungen pro Volt nötig. Bei 7 Volt macht das 35 Windungen. Wenn ihr die Daten eures Trafos nicht genau kennt, dann wickelt einfach mal 10 Windungen drauf und messt die Spannung. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Windungen ihr insgesamt braucht. Benutzt einen Draht mit einer etwas robusteren Isolierung. Bei Kupferlackdraht ist der Lack schnell ab, wenn man an der Kante des Trafokerns entlang schabt. Und rechnet euch vorher aus, wie lang der Draht sein muss. Bei mir waren das knapp 8 Meter. Sehen wir mal, ob es funktioniert. Im Leerlauf sind es über 8 Volt. Weil wir nicht viel Strom brauchen, reicht hier eine Einweggleichrichtung. Dann natürlich der Ladekondensator, Vorwiderstand mit Z-Diode und parallel zur Diode ein weiterer Elko zur Glättung und ein 100 Nanofarad Keramikkondensator macht die Spannung noch sauberer, weil er die Rauschspannung der Z-Diode unterdrückt. Die Spannung geht auf einen Einstellregler, mit dessen Schleifer die Spannung abgegriffen wird. An diesen Schleifer kommt jetzt das untere Ende des Potentiometers. Damit können wir das Potential des Einstellanschlusses bei Nullstellung exakt um die Referenzspannung unter das Massepotential ziehen. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch mit einer 3,3 Volt Z-Diode arbeiten. Es wird weniger Energie umgesetzt und ihr müsst nicht so viele Windungen auf den Trafo bringen. Das probieren wir jetzt aus.
zuerst das Potentiometer auf Linksanschlag und dann versuchen wir mit dem Einstellregler auf 0 Volt zu kommen. Perfekt. Natürlich wirkt sich diese Verschiebung auch am anderen Ende aus. Die höchste Ausgangsspannung liegt jetzt unter 27 Volt. Ich höre jetzt natürlich schon einige sagen, mein Trafo ist gekapselt, ich kann da keine zusätzliche Wicklung aufbringen. Ich hatte ja versprochen, noch eine zweite Variante zu zeigen. Oft findet man die Spannungserzeugung über eine Ladungspumpe. Über einen Kondensator wird an der Sekundärwicklung des Trafos die Wechselspannung abgegriffen. Dahinter kommt eine zweite Diode gegen Masse. Der Rest bleibt so, nur der Ladekondensator kann weggelassen werden. Weil die Sekundärwicklung nicht direkt mit Massepotential verbunden ist, entsteht hier eine Art schwebendes Potential. Das Problem dabei ist, dass im Leerlauf oder bei falscher Dimensionierung der Ladungspumpe am Ladekondensator, also am Eingang des LM317, die Spannung bis auf den doppelten Wert hochlaufen kann. Statt 35 Volt sind es dann plötzlich 70 Volt. Das ist das Ende des Schaltkreises und auch dem Ladekondensator könnte das nicht bekommen. Darum will ich diese Schaltung Einsteigern nicht empfehlen. Die Versuche könnten teuer werden. Stattdessen zeige ich eine andere Möglichkeit, die zwar etwas aufwendiger, aber dafür moderner und nachbausicherer ist. Erinnert euch an das Video zu den Schaltwandlern. Mit denen konnten wir Spannungen vergrößern, verringern oder invertieren. Und genau das brauchen wir hier. Dafür gibt es mit dem MC34063 eine fertige Lösung. Wir brauchen ein paar externe Bauelemente, darunter natürlich auch eine Spule. Die Diode soll eine Schottky-Diode sein, denn der Schaltwandler läuft hier mit etwa 25 kHz. Wie beim LM317 wird die Spannung über zwei Widerstände eingestellt. Ich habe sie hier R3 und R4 genannt. Die Formel zur Berechnung ist die gleiche wie beim LM317, 1,25 Volt mal in Klammern 1 plus R4 durch R3. Bei 3,6 und 1,2 Kiloohm ergibt das 5 Volt bzw. minus 5 Volt. Prinzipiell würden natürlich auch 3 Volt reichen. Die Versorgungsspannung greifen wir direkt am Ladekondensator ab. Und natürlich zeige ich euch auch, dass das funktioniert. Die Zusatzwicklung ist nicht in Betrieb. Hier ist der neue Schaltungsteil. Wer genauer hinsieht, dem wird vielleicht auffallen, dass auch der Widerstand neu ist. Der Grund dafür ist, dass mein Trafo im Leerlauf bis 41 Volt am Ladekondensator erzeugt, womit wir hart an der Grenze arbeiten. Auch der Schaltregler verträgt maximal nur 40 Volt. Deshalb sorge ich mit einem Lastwiderstand dafür, dass die Spannung nicht über 39 Volt steigt. Man muss den Crash ja nicht provozieren. Wenn ihr einen Trafo mit maximal 20 Volt Sekundärspannung benutzt, habt ihr das Problem nicht. Ich habe aber gerade nur diesen Trafo zur Hand. Jetzt gehen wir wieder auf Linksanschlag und versuchen, die Minimalspannung auf 0 Volt einzustellen. Voilà. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Die Potentialverschiebung um 1,25 Volt nach unten geht prinzipiell auch in die andere Richtung. Man denkt immer, man könnte mit dem LM317 nur Spannungen bis 37 Volt stabilisieren. Aber das stimmt so nicht. Prinzipiell könnte man auch eine Spannung von 80 Volt stabil halten. Den Schaltkreis interessieren nur die Differenzspannungen zwischen seinen Anschlüssen. Wir verschieben einfach das Potential des Schaltkreises nach oben, zum Beispiel um 50 Volt. Dann hätten wir am Eingang beispielsweise 85 Volt und am Ausgang bis 80 Volt. Wir müssen nur sicherstellen, dass die Ausgangsspannung gegen Masse nicht auf unter 45 Volt sinkt, weil dann die maximal zulässige Differenzspannung zwischen Ein- und Ausgang von 40 Volt überschritten würde.
So, das war der erste Schritt zur Weiterentwicklung des ersten Labornetzteils. Fortsetzung folgt.